Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu Eleanor. Weiter geht's. Und ja, ich hoffe, ich hab's wieder, so wie ich, viel Spaß mit dem Game. Falscher Titel. Da müssen wir gleich was umändern. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective in ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. So, wir werden einmal hinfahren, Freunde. Aber ich muss noch kurz was korrigieren. Jetzt bevor noch die meisten dann da sind. Achso, nein, ich brauche den Partner nicht nach dem Weg fragen, da vorne ist er. Oder wo genau? Ah, da sind wir schon, sehr schön, perfekt. Ah, ich habe den falschen Titel aufgeschrieben, Freunde, das muss ich hoffe, ich schaffe das noch zum Ändern. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. Ah, shit. Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Sorry, Freunde. A white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Ja, warte mal, das stimmt ja was nicht. Sind wir nicht gerade mit dem Auto gefahren? Ja, das war doch der erste Fall, oder? Moment mal kurz. Moment. Moment, das haben wir gleich. Eben. Alter Schwede, wie habe ich jetzt habe ich den falschen Speicherstand, glaube ich, gerade geladen. Sorry, mein Fehler. Ah, in Discord muss ich auch noch kurz reinschreiben. Da kann ich aber den Link, glaube ich, jetzt nicht reingeben. Ich schreibe das mal einfach mal so rein. Es hat ja jeder den... Ja, ich bin darauf fortsetzen gegangen. Verstehe ich nicht. Ah, dann stimmt's eh. Ach, das hat sich umdreht. Ach, ja, mein Fehler, sorry. Da bin ich ja schon früh drauf gekommen jetzt. Na wunderbar. Dann stimmt's eh. Naja. Genau, das war ja das Video. Das haben wir ja gesehen gestern noch. Unfassbar. Naja, macht ja nichts. Good morning, gentlemen. Morning. Morning it is too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. Tagesgeschäft. Address is on the hill. North downtown off Fremont Avenue. So, eine entspannte Runde, Eleanor, Freunde. Sehr schön. Now, boys, we all know how many imbeciles have confessed in the short case. Ray Pinker will let us know in good time. Alles klar, Kumpel. Exit. It'll never stick and you'll get roasted. Guten Tag.
Das Spiel ist ja schon aus dem Jahre 2011, wenn man denkt, das ist sowas von geil noch immer. Jetzt aktuell, ja, fast 10 Jahre später, sagen wir gut 8 Jahre später, je nachdem von welchem Zeitpunkt man es sieht. Yeah, Californians love a fat, Phelps. As long as the bricks hold up to San Quentin, there'll always be killers in this town to see. Komm, fahren wir heute mal mit dem Polizeiwagen, oder? Ich hab Bock drauf. You can drive. You're behind the wheel. Aber heute nicht mit unserem Privat, sondern mit dem Ford hier. Mit dem Polizeistreifenwagen mal. Ah, jetzt aktuell sein Spiel, das wäre ja, warum's das nicht machen, sowas Geiles. Getting a vicious killer off the streets is more important than my reputation. Really? And besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean full of minnows. The minnows make it the man, Phelps. You can't always hit home runs. Sometimes you just gotta make first base. Detectives? Phelps and Galloway, homicide. Scene is secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, Detective. Was ist denn der für ein schwarzes Mantel an? I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death. From her temperature, maybe 2 a.m., but it was cold last night. Usual head injuries. Blunt force trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. Na gut, dann werden wir da untersuchen. So, Freunde, dann muss ich natürlich noch in Jürgen schreiben, dass ich wieder streame. Find anything interesting? So, perfekt. So, fangen wir mal links an, würde ich sagen. Da haben wir mal nichts, Freunde. Da haben wir mal nichts. Da haben wir mal nichts. Machen wir mal den rechten Arm, dass wir die Arme mal durch haben, würde ich sagen. Okay, da ist auch nichts. Kopf. Ah! There appears to be a dry cleaning label. Superior Laundry Services F1363. Der Zettel noch drin. Okay, da können wir wahrscheinlich hinfahren und nachfragen. Ich bin froh, dass sie wenigstens ein paar DLC-Fälle rausgebracht haben. Okay, ich glaube, das soll es gewesen sein. Ein Schuh fehlt. Wie, was haben wir da?
Ah, die Fußspuren, okay, die habe ich gar nicht gesehen. No drag marks. Killer was moving around, surveying the scene. Okay. Ah, da ist noch C, das sind die Reifenspuren natürlich. Our driver and our killer are most likely one and the same. Das ist wieder das Symbol, das Geräusch, oder? Musik ist weg, okay. Das heißt, wir sollten alles haben. Wir sollten alles haben. So. What are we waiting for? Ja. Da komme ich schon. Ah, der Jürgen blendet gerade was ein. Ah, ich kann es nicht anzeigen, weil ich kann mit der Maus leider nicht drüber, Jürgen. Aber ich sehe es. Nur leider wird es gerade ausgeblendet, Jürgen. Ich komme nur leider nicht hin. So, können wir jetzt mit irgendwem reden? Das seid ihr zwei. Haben wir da noch? $5. Not everything here is going to be relevant. Nope. Vermute mal. Oh, was jetzt? Okay. Eine Dame steigt aus dem Wagen. Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Okay. Alles im grünen Bereich. Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Ja. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps. Stellter Mann. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Thank you, ma'am. You've been a big help. Okay. Of course. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Alles klar, Lady. So, dann gehen wir zum Telefon. Cole Phelps, 1247. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thanks. Ja. Dann würde ich sagen, fahren wir dorthin, oder?
Ich denke mal, einer kommt, dann macht er automatisch das Büchlein, glaube ich, auf. So. Wow, der war jetzt gut, okay, mehr war da nicht zu finden, okay, das ist legitim. Muss ich eigentlich irgendein Auto da drüben auch nehmen, theoretisch? Ich glaube schon, oder? Nehmen wir uns ein Polizeiauto, das passt schon. Das haut schon hin. Heute mal fahren wir im Policewagen. You drive. I need to go over the case notes. Where exactly are we going? Dann machen wir das chronologisch. Fahren wir mal zur Wäscherei. Ja, warum nicht? No message. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. The last bodies had something written on them. Stimmt. This one didn't. I'm failing to follow you. Can't be the same guy is what I'm saying, right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. This doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? Alles klar. Es wird gespeichert, sehr schön. Guten Tag. At least the rain stopped. Change back into those white bucks. Sorry, ich musste kurz niesen. So. Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. Sorry, muss ich wieder niesen, das gibt's ja nicht. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. Ah, jetzt wird da eins angezeigt, Jürgen. Deine Smileys, warum auch immer jetzt erst, keine Ahnung. What? Was? Warte, Moment mal. Was suchen wir? Hinweise. Wäschereizettel. Auftrag F1363. Komm, geh raus da. Auftrag F13. Jo, 63. Okay. Ja, das war's, oder? Ich glaube, da liegt eine Pistole dabei, es ist eine Socke. Nice. Ja gut, wenn wir das ein bisschen so vergleichen, es ist ja ein bisschen bei Detroit Become Human, zumindest mit dem einen Androiden, was wir spielen, auch so Detektivarbeit. Also das noch ein bisschen intensiviert, so ein bisschen... Das war schon geil auch. Muss man sagen, das Spiel war auch cool. So, warum steht jetzt eigentlich unser Wagen auch noch zusätzlich da? Ja, heute fahren wir einen Polizeiwagen, haben wir gesagt. Zumindest aktuell einmal habe ich Bock drauf. Im Prinzip soll man zwar mit normalen fahren, zivil, aber ja. So.
Ja, da würde ich sagen, fahren wir gleich mal dahin. Fahren wir da mal hin. Obdachlosenlager können wir doch immer hinfahren. I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always got that feeling, Rusty. Yeah. Schauen wir uns mal die ganzen Hinweise an. Correct. Please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic types show a particular disposition for this stuff. Sehr geil. So, wer hat mir da jetzt geschrieben? Der Jürgen. Ja, die letzten Spiele zu spielen, um zu schauen, wer Super Bowl-Sieger wird, Jürgen. Da hast du recht. So, warte mal, gehen wir mal rein, würde ich sagen. Da werden wir sicher das eine oder andere finden, nehme ich mal an. Machen wir mal Fenster rein. Hallo? Die Kinder sitzen da schon. Der raucht. Neben den Kindern, ja gut, das haben sie damals noch nicht so gut gewusst. Von dem her, damals war es noch nicht so schädlich, ne? Jetzt wissen wir mehr. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. Oh, die Kinder, das ist natürlich jetzt... She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Bad News, so kann man das nennen, ja. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. Was dann eben die Kinder erzählen? I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think it's procedure. You see to your girls. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Tarleton? Let him search. You got nothing to hide. So, ein Telefon haben wir auch da. You want to hear something funny, Tarleton? Some bums think filling out a missing persons report actually rules them out. Na gut, dann fragen wir mal, oder? Wobei, andererseits, wenn wir das erste Mal die ganze Wohnung durchsuchen, was wir sollen, macht das vielleicht mehr Sinn und dann befragen wir. Würde ich mal fast so sagen, oder? Dann haben wir wieder ein paar Sachen, nämlich was wir ihm noch befragen können vielleicht. Oder check if she was a regular. Genau, das können wir dann beim Verhör gegen ihn verwenden vielleicht. I wonder why the picture was turned down. Ja, warum wurde das umgedreht? Vielleicht ist es umgefallen, das kann natürlich auch sein. Aber wahrscheinlich im Spiel wird das bedeuten, das Bild ist umgedreht. Ja, wer weiß. Streit. Was auch immer. Okay, cool, alles klar. So, da können wir nicht reinschauen. So, ich schätze mal im Kinderzimmer werden wir wahrscheinlich nicht wirklich was finden. Obwohl, schauen müssen wir. Incidental. Alles klar, cool. I don't think this is going to help us. Alles klar. Wenn du schon so sagst, dann gehen wir weiter. Haben wir hier schon alles durchsucht? Wahrscheinlich können wir nur mit ihm reden, nehme ich mal an. Das machen wir dann, wenn wir alles durchsucht haben, soweit.
Okay, gut. Machen wir das jetzt Streichhölzer, oder? Baron's bar again. Someone must be real sweet on this dive. Diese Spieldunke. Ja. Schaut so aus. So, Küche. Excuse me, ladies. Oh. Gut, wo ist Rusty eigentlich? Rusty Galloway? Went out without her handbag? At least she was spared that particular indignity. Okay. Da können wir sogar noch Führerschein. Okay. 1,63. She'd have to be in quite a state to leave this behind. Den hat sie liegen. Ah, vielleicht haben sie gestritten, sie hat getrunken und dann ist sie ohne Führerschein und ohne Tasche weggefahren. Eventuell. So, Rusty, wo bist denn du? Schuhe? Oh. We can see if Pinker can match the impression to the crime scene. Größe 8. Können wir sich merken vielleicht? Aha. Was out in the rain last night. Nasse Jacke. Alles klar. So, da ist ja nichts, oder? Ne, das sind die Schuhe. Gut, dann schauen wir mal in den Garten. Können wir noch raus? Ja. Können wir auch raus? Wo ist denn Rusty eigentlich? Da ist er nicht. Da ist er. Achso, der geht die Punkte ab auch, oder was? Ja, okay, das haben wir schon gefunden. So, da ist ein Boot. Das ist, ich schätze mal, ich bleib mal grob am Grundstück. Jetzt haben wir hier einen Gartenschlauch, da ist aber nichts. Vielleicht am Boot. Aha. Eva. Looks like a match with the ligature marks. Buchseil. Okay. Ah, das war, glaube ich, gerade... Genau. Wir haben alles gefunden anscheinend. Die Musik ist aus. Perfekt. Perfekt. Die Tür ist noch offen, sorry. Können wir die zumachen? Nö. Gut, dann machen wir mal eine Unterhaltung mit dir, Kumpel. For the record, Mr. Tarleton, what is your wife's name? Teresa. Mögliche Verdächtige. Alibi für... Gemütsverfassung des Opfers, letzte Kontakte mit Opfer. Fangen wir mal oben an. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. Can't be anyone who knew her. Das Bild war doch umgedreht, oder? War das das? Moment mal.
Also es ist einmal definitiv nicht die Wahrheit. ...17,8 Spieler... Okay. Community. Moment einmal. Wir könnten ihn vielleicht mit dem Seil, oder? Wollen ihn hier gleich verdächtigen? Die Wahrheit ist definitiv nicht. Ich probiere das mit dem Seil. I think you're lying, Lars. I think you were mad at your wife for embarrassing you in front of your friends. I think you came back here and strangled her and then dumped her body on the hill. You think I strangled my wife? How do you expect to prove that? Nämlich mit dem Seil, was wir gerade gesagt haben. Your wife was strangled with triple braid rope. The bow line from your boat is a perfect match. Look, I know this looks bad. I'm gonna have to come to terms with the fact that I let her go. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. Aber damals nicht wirklich ein Beweis, würde ich sagen. Das zweifeln wir mal an. You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. Bar down on North Beaudry Avenue. Baron's Bar. She goes there, drinks too much, gets maudlin, and calls me. I go and bring her home. Mr. Terrellson, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Naja. Ich würde sagen, wir zweifeln mal an. Spill it, Terrellson. We like the look of you for this, so you'd better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. Paid the sitter and went to bed. Ich glaube, da geht es um die Außerjacke, glaube ich. You're lying, Lars. You didn't come straight home, did you? And how do you figure that? You were out in the rain. You got soaked, Lars, and we found your wet weather gear. Okay, I stayed a little later than I said. This cute little brunette was hitting on me. Teresa noticed. I was half cut. I walked her home from Bobby's, but nothing happened. I walked back and got the car this morning. Thanks for answering our questions, Mr. Terrellson. You'll need to go downtown to identify your wife's body. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, if you give in to broads, you'll be giving in to them your entire life. We could break the husband's story right now. Call in, get some uniforms dispatched to check out his alibi. So, Telefon würde ich sagen, oder? Operator, message for KGPL. Putting you through now.
Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thanks, ma'am. Gut. Brechen wir wieder auf. Appreciate your time, sir. Genau, drüben steht das Polizeiauto. Na, ich hab gesagt, heute Polizeiauto, oder? Warum packt er das da drüben eigentlich? Und unser steht wieder da. Naja, gut. Macht nichts. So. Can you drive to this one? And where exactly are we going? Ich würde fast sagen, wir fahren in die Bar, oder? Lass mal da dranbleiben, komm. Rusty, du fährst. Believe this guy's story? Kind of rings true. Tür zu. Was da ist ey? You can drive. Ich sehe, dass er noch nicht da ist. Gehen wir in die Bar, oder? Ein bisschen Billard spielen? Wobei ich bin eher der Bowling-Typ. Drink? Phelps and Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This is about Teresa Benny Townsend? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. On foot? In a car? By bus? How was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. This is a tasty burger. Root beers all around, doll. 35,91. Das werden wir uns wohl aufgeschrieben haben, oder? Put out an APB on the cab. Hinweis. Haben wir uns aufgeschrieben? Should be traceable. Könnte man nachverfolgen, bestimmt. Thank you, waitress. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. Na, schaut's mal, wie er schaut. Nur das tun wir mal anzweifeln, oder? Ja, das schaut er. Is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, two creeps were all over her, promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure. I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other man? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Red polo shirt. Any idea where she was headed? Nope. I didn't get that. Naja. The husband said she wanted to go dancing. And she always wants to dance when she's been drinking. She was trying to talk some guys into taking her to one of the dance halls. Thank you for your help, Mr. Clough. We'll take it from here. Mr. Clough. No problem. Da hinten ist er. This is Bates. That's him. Ich habe schon einmal ein bisschen ein Gewissen,
Punkt gespielt und ich habe mir noch gedacht, der läuft jetzt sicher weg. Das war ja so klar. Wo ist er? Da ist er. Gut, dann laufen wir ein bisschen. Alter, jetzt verzieh dich. Shit. War auch klar. No time to wait, Rusty. He's the killer and he gets away. Alter, Rusty. Warum steigst du wieder aus? Wo ist der? Sorry. Jetzt haben wir schon wieder... Fuck, wo ist der? Achso, da drüben. Ja, verdammt. Ich glaube, das müssen wir noch einmal fahren, oder? Das habe ich irgendwie verpeilt, das Ganze. Das Timing. Ja, vielleicht erwischen wir noch. Macht Rusty fährt mit. Sag mal, steigt er wieder aus? Na, noch geht's aber, oder? Alter. Also, ich wollte gerade die Sirene. Ah, da geht's. Doch, da geht's runter. Eieieiei. Immer diese Action-Szenen. He could be our only lead to Terrelson's murderer. Damn it, he's getting away. Careful. Windschatten. Where are you heading? Komm, steig aus. Alter, da haben wir uns aber einbaut, oder? Lecco mio. Put your hands in the air. Jetzt bleibt da, jetzt packt er wieder da das Ding rum. Okay, Bates. You're gonna answer some questions. I have a choice in this. Boah, gleich das Interview, nice. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. I'm in the Rusty. clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Do you want my partner to sap you? Tell us what we want to know. She was okay. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Looks like your salty had the same idea. Alter, warum haut er dann ab? Was ist mit ihm? So what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. Ah, komm. You've done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Look, I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. We're taking you in, Bates. How come? Just for a chat. Nice private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Take him to Central. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill. Genau. So, dann haben wir das Telefonzeichen und dann... Ah, der Unfall ist schon wieder beseitigt, ja, nice. Oder stehen wir jetzt woanders? So, ich schaue auf jeden Fall zum Telefon. Da leuchtet schon wieder blau. Phelps, 1247. 1247. How could I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Could be our man. Thanks for your help.
Dann fahren wir gleich hin. Hey, there's such a thing as soap, you know. Polizeiauto, wo ist unser Polizeiauto? Ach so, haben wir ja nicht. Du bist mit dem hier nachgefahren, alles klar. So, genau, du fährst jetzt zum Zentralrevier, Kumpel. Da checken wir mal hin. Mouthpiece were stripped off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my head. He's in an interview too. Thanks. What do you make of him? A sailor on furlough who looks like he's in trouble and knows it. I'm praying that those prints come through, so I can nail that. Alles klar. So, wo ist dieser Raum jetzt? Interview Room 1. Moment, war das nicht hier? Nö. Moment mal. Interview Room 1. Wo war der 2 nicht da drüben irgendwo? Moment mal, hier um die Ecke, oder? Nö. Rusty, wo ist nochmal Interview Room 2? Steht das da irgendwo? Ah! Interview Room 2. Meinst du da rauf oder meinst du da rein? Schauen wir mal. Interview Room 2, okay. Das ist er, oder? Da ist er eh. Detectives Phelps and Galloway. We know why you're here, Jess. So schaut's aus. It'd be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble. That's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. You went to Barron's bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrelson? Sure. We had a couple of drinks. So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. We caught a cab to the Crystal Ballroom. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrelson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. Schaut schon ein bisschen komisch. Finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. We're holding you till we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Can you put the guy in 2 in a cell and inform the commander? Sure, Detective. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the Beau has a record, too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Thanks. I got this gadget whiz putting recording devices into the place. I want to make comments. Kein LLPD-Fahrzeug da, dann müssen wir uns das nehmen. Zwangsweise. You know the way. You can drive. So, naja, dann müssen wir dort wohl hin. Dort wohl hin. I think we ought to investigate the hobo lead. Yeah, if you think we ought, I guess we ought. 3 suspects in the can, 1 on the hook. Still no hard evidence on any of them. KGPL to car 11K. 11K, come in. 11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. 11K, roger that. Plenty of time to get downtown, Cole. It's possible. Have them bring him in.
KGPL, we have Lars Carlson picked up. 7K, roger. Boah, da geht er gleich mit der Pumpe rein, hier der Rusty. Da pumpt er sich rein, ja nice. LAPD. Die Tür geht zu. Like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. We need you to stay copacetic. We need to hold out for the cavalry. How do we do that? Like this. Alter Schwede, was ist jetzt los? Ah, ich muss mir mit der Maus, das funktioniert wieder nicht. Muss ich nicht Maus und Tastatur spielen. Ha, fuck, zu spät irgendwie, keine Ahnung, das Kämpfen funktioniert hier nicht mit den Tasten. Ich weiß nicht warum, aber... Wow. Wow. Okay, Q macht er irgendwie nicht. Okay, wenigstens funktioniert so. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. The Kremlin's over here, Phelps. Toss it and see what you find. Ich schätze mal, seine Bude müssen wir da untersuchen, oder? Ah, eine Zeitung. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them, that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon.
Vier von 13 Zeitungen. Da hätten wir noch einige. Circumstantial. Hm? Ja, natürlich hat er sein Seil am Nachkästchen liegen. Logisch. Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terrelson's chin. Hat er natürlich dort liegen. Hat er nicht entsorgt, nein. Das legt er neben dem Nachkästchen hin. Ackerman doesn't look like much of a dancer. Micha Fox, grüß dich. Dein Lieblingsspiel, ja. Eines der geilsten, mit Abstand. Schade, dass da nichts Neues kommt, oder ich habe noch nichts mitbekommen zumindest. Also da in die Richtung noch einmal jetzt aktuell. Mit der aktuellen Engine und alles. Wie gesagt, bei Detroit Become Human habe ich mit den einen Androiden mehr oder weniger so Detektivarbeit geleistet und sowas in die Richtung am 4K-Fernseher. Der PS4 Pro zum Beispiel. Ganz was Feines. Ganz was Feines. So. Haben wir jetzt alles? Die Musik ist keine mehr, oder? So, was haben wir denn alles? Aber nicht von hier auch? Ist da noch was? Da ist nur das Seil. Und das ist irgendwie so wenig vor. Naja, ich schieße mal hier raus, wird doch nichts mehr sein, oder? Vielleicht drehen wir noch eine Runde, aber ich glaube nicht, dass wir hier im Lager wirklich was finden. Nein, coole Mucke. Ja, was soll man hier noch finden? Also da ist er eher nicht, da wohnt er eher nicht. Aber das ist nicht er. Nee. Oh, sorry, Kumpel. Ah, ich glaube, das hat hier keinen Sinn. Ich glaube, hier haben wir alles. Außer seine Musik höre ich nichts mehr. Das ist die Zeitung. War da vielleicht, kann man da vielleicht noch unten in den Ding rein? Nein. Nö, das ist nur das Seil. Das passt, das haben wir.
Schreibt er nicht irgendwas hin mit Fall abgeschlossen? Jetzt geht er wieder darüber. Hm. Ich habe irgendwie das blöde Gefühl, als würde mir noch was fehlen, aber egal. Dann gehen wir zum Auto. Ciao, Kumpel. Cool. Jo. I need to go over the case notes. Zentralrevier, würde ich sagen. Where are we headed? KTI reminds you. The husband has an alibi, but no real motive other than neglect. Jessup's alibi checks out. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same stick until we put him away for good. Ackerman has history, opportunity, hard evidence. What motive? We have the evidence. We know she was here. All we need is a confession and we can charge the bum with murder. Jo. Going this way. Put him down with my saddle. Na gut, dann schauen wir rein. Guten Tag. Ackerman, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Why did you kill Mrs. Terrellson? I have no recollection of the people I have killed. Das tun wir mal anzweifeln. You hate